Italki German. Guten Tag, ich bin Daniel Weber. Guten Tag, Herr Weber, ich bin Frau Keller. Vielen Dank für den Besichtigungstermin. Sehr gern, kommen Sie bitte herein. Oh, der Flur ist größer als auf den Fotos. Ja, hier ist genug Platz für eine Garderobe. Darf ich meine Schuhe ausziehen? Das ist nicht nötig, der Boden wird später noch gereinigt. Okay, danke. Wir beginnen am besten mit dem Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist wirklich hell. Ja, die Fenster zeigen nach Süden. Ist es hier im Sommer sehr warm? Manchmal schon, aber die Rollläden helfen gut. Kann man die Rollläden elektrisch bedienen? Nein, sie funktionieren manuell. Das ist kein Problem. Vom Wohnzimmer kommt man direkt auf den Balkon. Oh, der Balkon ist schön. Er ist nicht sehr groß, aber ein kleiner Tisch passt hier gut hin. Darf man auf dem Balkon grillen? Mit einem Elektrogrill ja, aber nicht mit Holzkohle. Verstehe. Die Nachbarn möchten natürlich keinen starken Rauch. Das kann ich gut verstehen. Neben dem Wohnzimmer liegt die Küche. Ist die Küche im Mietpreis enthalten? Ja, die Einbauküche gehört zur Wohnung. Auch der Kühlschrank und der Herd? Genau, der Kühlschrank, der Herd und die Spülmaschine bleiben hier. Das ist praktisch. Die Geräte sind ungefähr 3 Jahre alt. Gibt es auch Platz für eine Waschmaschine? In der Küche leider nicht. Wo kann ich sie dann anschließen? Im Keller gibt es einen gemeinsamen Waschraum. Hat jede Wohnung dort einen eigenen Anschluss? Ja, jede Wohnung hat ihren eigenen Platz. Und gibt es auch einen Trockner? Einen gemeinsamen Trockner gibt es nicht. Dann brauche ich wahrscheinlich einen Wäscheschattenwascher und einen Wäscheständer. Genau, den können Sie im Keller oder auf dem Balkon benutzen. Gut zu wissen. Hier gegenüber ist das Schlafzimmer. Das Zimmer ist etwas kleiner als das Wohnzimmer. Ja, aber ein Doppelbett und ein großer Schrank passen hinein. Ist die Straße nachts laut? Normalerweise nicht, weil das Schlafzimmer zum Innenhof liegt. Das gefällt mir. Am Wochenende hört man manchmal die Nachbarn im Hof. Aber wahrscheinlich nicht sehr spät, oder? Nein, die Hausordnung sagt, dass ab 22 Uhr Ruhe sein soll. Okay. Daneben befindet sich das kleine Arbeitszimmer. Perfekt. Ich arbeite oft von zu Hause. Dann ist dieser Raum wahrscheinlich ideal für Sie. Gibt es hier einen Internetanschluss? Ja, der Anschluss ist an dieser Wand. Ist Internet in den Kosten enthalten? Nein, einen Internetvertrag müssen Sie selbst abschließen. Und Strom auch? Ja, Strom und Internet zahlen Sie direkt an den Anbieter. Welche Kosten sind dann in den Nebenkosten enthalten? Wasser, Heizung, Müllabfuhr, Hausreinigung und der Hausmeister.
Wie hoch sind die Nebenkosten? Sie liegen aktuell bei 250 Euro im Monat. Und wie hoch ist die Kaltmiete? Die Kaltmiete beträgt 900 Euro. Dann sind es insgesamt 1150 Euro. Genau, plus Strom und Internet. Gibt es jedes Jahr eine Nebenkostenabrechnung? Ja, einmal im Jahr bekommen Sie eine genaue Abrechnung. Kann es dann eine Nachzahlung geben? Ja, aber auch ein Guthaben ist möglich. Wie hoch waren die Kosten beim letzten Mieter? Er musste ungefähr 80 Euro nachzahlen. Das klingt noch okay. Er hat aber auch viel geheizt. Ich bin eher sparsam. Dann könnte es für Sie günstiger sein. Wie wird die Wohnung geheizt? Mit einer zentralen Gasheizung. Kann ich die Temperatur in jedem Zimmer selbst einstellen? Ja, jeder Heizkörper hat ein eigenes Thermostat. Sehr gut. Hier ist das Badezimmer. Es gibt eine Badewanne. Ja, und man kann darin auch duschen. Gibt es ein Fenster im Bad? Leider nicht, aber die Lüftung funktioniert automatisch. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Schimmel gemacht. Das verstehe ich, aber in dieser Wohnung gab es bisher keine Probleme. Muss ich nach dem Duschen etwas beachten? Sie sollten die Lüftung noch einige Minuten laufen lassen. Okay, das mache ich sowieso. Möchten Sie auch den Kellerraum sehen? Ja, aber vorher habe ich noch ein paar Fragen. Natürlich, fragen Sie ruhig. Wie hoch ist die Kaution? Die Kaution beträgt 3 Kaltmieten. Also 2700 Euro? Genau. Muss ich alles sofort bezahlen? Nein, Sie dürfen die Kaution in 3 Monatsraten zahlen. Das wäre für mich hilfreich. Die erste Rate ist zusammen mit der ersten Miete fällig. Wann könnte ich einziehen? Die Wohnung ist ab dem 1. September frei. Wäre auch der 15. September möglich? Grundsätzlich ja, aber ich bevorzuge einen Mietbeginn am 1. September. Ich verstehe. Wann endet Ihr aktueller Mietvertrag? Am 30. September. Dann müssten Sie einen Monat doppelt zahlen. Ja, genau das ist mein Problem. Vielleicht können wir uns beim Übergabetermin entgegenkommen. Wie meinen Sie das? Sie könnten den Vertrag ab dem 1. September unterschreiben, aber die Schlüssel schon ein paar Tage früher bekommen. Das würde den Umzug einfacher machen. Genau, dann hätten Sie weniger Stress. Das wäre sehr nett. Entschieden ist es noch nicht, aber wir können darüber sprechen. Natürlich. Haben Sie Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Und möchten Sie allein einziehen? Ja, nur ich. Arbeiten Sie unbefristet? Ja, ich habe seit 2 Jahren eine unbefristete Stelle. Sehr gut.
Welche Unterlagen brauchen Sie von mir? Eine Kopie Ihres Ausweises, die letzten 3 Gehaltsabrechnungen und eine Schufa-Auskunft. Brauchen Sie auch eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung? Ja, wenn Sie eine bekommen können. Ich kann meinen aktuellen Vermieter darum bitten. Das wäre gut. Wie lange läuft der Mietvertrag? Der Vertrag ist unbefristet. Gibt es eine Mindestmietdauer? Ja, die Mindestmietdauer beträgt 1 Jahr. Das passt für mich. Die normale Kündigungsfrist beträgt danach 3 Monate. Darf ich die Wände streichen? Ja, helle und neutrale Farben sind kein Problem. Ich wollte vielleicht eine Wand hellblau streichen. Das ist in Ordnung. Muss ich sie beim Auszug wieder weiß streichen? Nur wenn die Farbe sehr dunkel oder ungewöhnlich ist. Gut, hellblau ist also sicher. Ja, damit kann ich leben. Gibt es einen Fahrradkeller? Ja, er liegt neben dem Waschraum. Und wo kann man ein Auto parken? Zur Wohnung gehört kein eigener Parkplatz. Findet man normalerweise einen Platz auf der Straße? Am Abend kann es etwas schwierig sein. Ich habe kein Auto, also ist das kein großes Problem. Dann ist die Lage für Sie wahrscheinlich gut. Die U-Bahn ist auch ziemlich nah, oder? Ja, zu Fuß brauchen Sie ungefähr 7 Minuten. Das ist perfekt für meinen Arbeitsweg. Es gibt auch einen Supermarkt direkt um die Ecke. Die Wohnung gefällt mir wirklich sehr gut. Das freut mich. Gibt es viele andere Interessenten? Ja, ich habe heute noch 3 weitere Besichtigungen. Oh, dann muss ich schnell sein. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Das ging aber schnell. Das Arbeitszimmer hat mich überzeugt. Dann war der kleine Raum doch sehr nützlich. Ja, auf den Fotos sah er viel kleiner aus. Fotos können manchmal täuschen. Kann ich Ihnen die Unterlagen heute Abend schicken? Ja, schicken Sie alles bitte per E-Mail. Wann bekomme ich ungefähr eine Rückmeldung? Ich möchte mich spätestens am Freitag entscheiden. Okay, dann warte ich auf Ihre Nachricht. Sehr gut. Und jetzt zeige ich Ihnen noch den Kellerraum. Gern. Danach habe ich wirklich keine Fragen mehr. Das sagen alle. Und im Keller kommt dann meistens noch eine Frage. Dann verspreche ich lieber nichts. Guten Abend, Herr Baumann. Guten Abend, Frau Neumann. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. In meiner Wohnung funktioniert die Heizung nicht richtig. Seit wann haben Sie das Problem? Seit gestern Abend. Ist die Heizung komplett kalt? Ja, fast alle Heizkörper sind kalt. Auch im Wohnzimmer? Ja, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und in der Küche. Und im Badezimmer?
Dort wird der Heizkörper nur ein bisschen warm. Haben Sie die Thermostate ganz aufgedreht? Ja, sie stehen alle auf 5. Das ist ungewöhnlich. In der Wohnung ist es wirklich sehr kalt. Wie kalt ungefähr? Heute Morgen waren es nur 16 Grad. Das ist im Winter natürlich zu wenig. Ja, ich sitze zu Hause mit Pullover und Jacke. Das klingt nicht angenehm. Nein, besonders nachts ist es schlimm. Hören Sie Geräusche in den Heizkörpern? Ja, manchmal gluckert es. Dann ist vielleicht Luft im System. Kann ich die Heizkörper selbst entlüften? Grundsätzlich ja, aber vielleicht liegt das Problem auch an der Anlage. Ich möchte nichts falsch machen. Das verstehe ich. Haben andere Nachbarn auch ein Problem? Bis jetzt hat mir niemand etwas gesagt. Vielleicht liegt es nur an meiner Wohnung. Das kann sein. Die Heizung hat letzte Woche noch normal funktioniert. Gab es danach eine Reparatur oder eine Wartung? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie heißes Wasser? Ja, das warme Wasser funktioniert. Gut, dann ist wahrscheinlich nicht die ganze Heizungsanlage ausgefallen. Kann es am Thermostat liegen? Vielleicht, aber bei mehreren Heizkörpern wäre das eher ungewöhnlich. Was kann ich jetzt machen? Ich kann morgen zuerst im Heizungsraum nachsehen. Können Sie auch in meine Wohnung kommen? Ja, aber ich brauche vorher Ihre Erlaubnis. Natürlich, das ist kein Problem. Sind Sie morgen Vormittag zu Hause? Leider muss ich arbeiten. Wann kommen Sie zurück? Gegen 5:30. Dann bin ich wahrscheinlich schon weg. Ich könnte Ihnen einen Schlüssel geben. Das müssen Sie nicht sofort entscheiden. Ich vertraue Ihnen, aber ich bin trotzdem etwas unsicher. Das ist völlig verständlich. Vielleicht kann meine Nachbarin dabei sein. Ja, das wäre eine gute Lösung. Ich frage sie heute Abend. Sehr gut. Und wenn Sie das Problem nicht finden? Dann müssen wir einen Heizungsmonteur rufen. Könnte er noch diese Woche kommen? Das wird wahrscheinlich schwierig. Wegen des Winters? Ja, im Moment haben die Firmen sehr viele Termine. Oh, das habe ich befürchtet. Ich rufe trotzdem gleich morgen früh an. Danke. Vielleicht bekommen wir noch einen kurzfristigen Termin. Und wenn nicht? Dann kommt ein Techniker nächste Woche. Wissen Sie schon, an welchem Tag? Noch nicht genau. Ich muss den Termin mit meiner Arbeit planen. Natürlich. Könnten Sie mir bitte so früh wie möglich Bescheid geben? Ja, ich rufe Sie morgen an. Meine Nummer haben Sie noch? Ja, sie steht in meinen Unterlagen. Gut. Bis dahin sollten Sie die Türen zwischen den Zimmern offen lassen. Damit sich die Wärme besser verteilt? Genau, besonders die Wärme aus dem Badezimmer. Soll ich auch einen elektrischen Heizlüfter benutzen? Nur vorsichtig und nicht die ganze Nacht. Ja, das ist mir auch zu gefährlich.
Ich sehe mir morgen die Anlage an und organisiere den Techniker. Also kommt der Techniker spätestens nächste Woche? Ja, das vereinbare ich mit der Firma. Okay, dann warte ich morgen auf Ihren Anruf. Genau. Und ich melde mich, sobald ich den Termin habe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Baumann. Gern, Frau Neumann. Hoffentlich wird es bald wieder warm. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin seit gestern erkältet. Welche Beschwerden haben Sie? Ich habe Halsschmerzen und meine Nase ist zu. Haben Sie auch Husten? Ja, aber nur ein bisschen. Ist der Husten trocken oder kommt Schleim? Er ist meistens trocken. Haben Sie Fieber? Ich glaube nicht. Haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Heute Morgen hatte ich 37,5 Grad. Das ist leicht erhöht, aber noch kein hohes Fieber. Ich fühle mich trotzdem ziemlich müde. Haben Sie Kopf- oder Gliederschmerzen? Mein Kopf tut ein bisschen weh. Seit wann genau haben Sie die Kopfschmerzen? Seit heute Morgen. Haben Sie schon etwas dagegen genommen? Nein, noch nichts. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Nein, Haben Sie Allergien gegen Medikamente? nicht, dass ich wüsste. Haben Sie Probleme mit dem Magen? Manchmal habe ich einen empfindlichen Magen. Dann wäre Paracetamol vielleicht besser für Sie. Hilft es auch gegen die Kopfschmerzen? Ja, es hilft gegen Schmerzen und Fieber. Wie muss ich es einnehmen? Nehmen Sie zuerst eine Tablette mit einem Glas Wasser. Vor oder nach dem Essen? Sie können sie unabhängig vom Essen nehmen. Wie oft darf ich eine Tablette nehmen? Zwischen 2 Einnahmen sollten mindestens 6 Stunden liegen. Und wie viele Tabletten darf ich am Tag nehmen? Bitte beachten Sie genau die maximale Tagesdosis in der Packungsbeilage. Okay, das mache ich. Nehmen Sie nicht gleichzeitig andere Medikamente mit Paracetamol. Warum nicht? Sonst könnten Sie unbemerkt zu viel davon einnehmen. Das wusste ich nicht. Viele Erkältungsmittel enthalten schon Paracetamol. Gut, dann passe ich auf. Für den Hals kann ich Ihnen auch Lutschtabletten geben. Helfen die gegen die Schmerzen? Ja, sie beruhigen den Hals und erleichtern das Schlucken. Wie oft kann ich sie nehmen? Sie können alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette nehmen. Muss ich sie kauen? Nein, lassen Sie sie langsam im Mund zergehen. Verstehe. Trinken Sie danach ungefähr 15 Minuten nichts. Auch keinen Tee? Direkt danach besser nicht. Meine Nase ist besonders nachts sehr zu.
Möchten Sie ein abschwellendes Nasenspray? Ja, aber ich habe gehört, dass man davon abhängig werden kann. Das kann passieren, wenn man es zu lange benutzt. Wie lange darf ich es verwenden? Nicht länger als 5 bis 7 Tage. Wie oft soll ich es benutzen? Normalerweise ein Sprühstoß pro Nasenloch bis zu 3-mal täglich. Soll ich vorher die Nase putzen? Ja, putzen Sie vorher vorsichtig die Nase. Und dann sprühe ich direkt hinein? Genau, aber halten Sie die Flasche gerade. Gibt es auch etwas ohne abschwellenden Wirkstoff? Ja, ein Meerwasser-Nasenspray können Sie häufiger benutzen. Hilft das auch? Es befeuchtet die Nase, wirkt aber weniger stark. Und dann nehme ich vielleicht beide. Das ist möglich, aber benutzen Sie das abschwellende Spray nur kurzzeitig. Gut. Trinken Sie außerdem viel Wasser oder warmen Tee. Hilft Tee mit Honig? Ja, warmer Tee mit Honig kann den Hals beruhigen. Sollte ich morgen zur Arbeit gehen? Wenn Sie sich schwach fühlen, sollten Sie sich besser ausruhen. Ich arbeite in einem Büro mit vielen Kollegen. Dann wäre es auch gut, die anderen nicht anzustecken. Wann sollte ich zum Arzt gehen? Bei hohem Fieber, Atemnot oder starken Schmerzen sollten Sie zum Arzt gehen. Und wenn es einfach nicht besser wird? Wenn die Beschwerden nach einigen Tagen nicht besser werden, lassen Sie sich untersuchen. Okay, das klingt vernünftig. Möchten Sie Paracetamol, Lutschtabletten und das Nasenspray mitnehmen? Ja, bitte. Möchten Sie das normale Nasenspray oder zuerst nur das Meerwasserspray? Ich nehme zuerst das Meerwasserspray. Das ist eine gute und milde Lösung. Können Sie mir noch einmal kurz erklären, wie ich alles nehme? Paracetamol nur bei Bedarf und mit mindestens 6 Stunden Abstand. Die Lutschtabletten nehmen Sie alle 2 bis 3 Stunden. Das Meerwasserspray können Sie mehrmals täglich benutzen. Vielen Dank, jetzt ist alles klar. Gern. Und lesen Sie bitte auch die Packungsbeilagen. Das mache ich. Gute Besserung. Dankeschön und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag, was darf es für Sie sein? Ich brauche ein Brot für heute Abend. Möchten Sie lieber ein helles oder ein dunkles Brot? Ich bin mir nicht sicher. Wozu möchten Sie das Brot essen? Ich bin bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Wissen Sie, was es zu essen gibt? Ja, es gibt Suppe und verschiedene Salate. Dann passt ein kräftiges Bauernbrot sehr gut. Ist das dieses große runde Brot hier? Genau, das ist unser Roggenmischbrot. Ist es sehr sauer? Nein, es schmeckt nur leicht nach Sauerteig.
Das klingt gut. Es bleibt außerdem lange frisch. Wie groß ist das Brot? Es wiegt ungefähr 1 Kilogramm. Wir sind nur 4 Personen. Dann reicht wahrscheinlich ein halbes Brot. Kann man es halbieren? Natürlich. Können Sie es auch schneiden? Ja, möchten Sie dünne oder normale Scheiben? Normale Scheiben, bitte. Sehr gern. Haben Sie vielleicht noch eine andere Empfehlung? Dieses Walnussbrot passt auch sehr gut zu Salat und Käse. Ist es süß? Nein, aber die Walnüsse geben ihm einen milden Geschmack. Meine Freundin mag leider keine Nüsse. Dann ist das Bauernbrot sicher besser. Ja, dann nehme ich davon ein halbes. Möchten Sie sonst noch etwas? Ich soll auch etwas Süßes mitbringen. Da haben wir heute eine große Auswahl. Was würden Sie für 4 Personen empfehlen? Möchten Sie lieber Kuchen oder kleines Gebäck? Etwas, das man gut teilen kann. Dann wäre unser Apfelkuchen praktisch. Ist der mit Sahne? Nein, er ist mit Äpfeln, Zimt und Streuseln. Das klingt lecker. Er ist nicht zu süß und passt gut nach dem Abendessen. Ist er heute frisch gebacken? Ja, heute Morgen. Wie viele Stücke bekomme ich daraus? Ein kleines Stück reicht für 4 normale Portionen. Was bedeutet ein kleines Stück? Ungefähr 1/4 vom ganzen Kuchen. Ach, jetzt verstehe ich. Ich kann Ihnen auch 4 einzelne Stücke einpacken. Das ist vielleicht einfacher. Dann können Sie verschiedene Sorten nehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Wir haben Apfelkuchen, Käsekuchen und Pflaumenkuchen. Ist der Pflaumenkuchen sehr sauer? Ein bisschen, aber die Streusel machen ihn süßer. Und der Käsekuchen? Der ist sehr cremig und bei unseren Kunden besonders beliebt. Dann nehme ich 2 Stücke Käsekuchen. Sehr gern. Und vielleicht 2 Stücke Apfelkuchen. Möchten Sie den normalen Apfelkuchen oder den mit Mandeln? Lieber ohne Mandeln. Wegen der Nussallergie? Nein, es ist keine Allergie. Meine Freundin mag einfach keine Nüsse. Gut, dann nehme ich den normalen Apfelkuchen. Perfekt. Soll ich die Kuchenstücke zusammen einpacken? Ja, aber bitte so, dass sie beim Transport nicht verrutschen. Ich lege sie in einen stabilen Karton. Sehr gut, ich muss noch mit der U-Bahn fahren. Dann halte ich den Karton am besten gerade. Das versuche ich. Möchten Sie vielleicht noch ein paar Brötchen? Eigentlich nicht, aber die Kleinen dort sehen gut aus. Das sind Käsebrötchen mit Kürbiskern. Die wären vielleicht gut für morgen früh.
Sie können sie kurz im Ofen aufbacken. Dann nehme ich 2. Gern. Was kostet das alles zusammen? Das halbe Brot kostet 3,20 €. Die 4 Kuchenstücke kosten 12,40 €. Die 2 Brötchen kosten 3 €. Dann sind es 18,60 €. Genau. Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, natürlich. Brauche ich eine Tüte für das Brot? Ich packe es in eine Papiertüte. Und könnten Sie mir noch sagen, wie ich es frisch halte? Lassen Sie es heute einfach in der Tüte. Für morgen ist ein Brotkasten besser. Gut zu wissen. Hier sind das Brot, die Kuchenstücke und die Brötchen. Vielen Dank für die Beratung. Sehr gern und viel Spaß beim Abendessen. Danke. Hoffentlich kommen die Kuchenstücke heil an. Halten Sie den Karton gerade, dann klappt das. Ich passe gut darauf auf. Dann einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. Guten Tag, ich habe einen Termin um 3:30. Guten Tag, auf welchen Namen? Auf den Namen Laura Mendes. Ja, Frau Mendes, kommen Sie bitte mit. Danke. Nehmen Sie gern hier Platz. Sehr gern. Was möchten Sie heute machen lassen? Ich möchte meine Haare schneiden lassen. Wie viel soll ab? Nicht zu viel. Was bedeutet für Sie nicht zu viel? Vielleicht ungefähr 3 Zentimeter. Nur die Spitzen. Ja, aber ich möchte auch ein bisschen mehr Form. Ihre Haare sind im Moment fast alle gleich lang. Genau. Und sie wirken etwas schwer. Möchten Sie Stufen? Vielleicht, aber nicht zu viele. Dann könnten wir leichte Stufen schneiden. Ab welcher Länge würden die Stufen beginnen? Ungefähr ab dem Kinn. Werden die Haare dann viel kürzer? Nein, die Grundlänge bleibt fast gleich. Das klingt gut. Tragen Sie Ihre Haare meistens offen? Ja, meistens offen. Föhnen Sie sie morgens? Nicht immer. Dann sollte der Schnitt auch ohne viel Styling funktionieren. Ja, das ist mir wichtig. Ihre Haare haben eine leichte Welle. Ja, besonders wenn es draußen feucht ist. Dann dürfen die Stufen nicht zu kurz sein. Warum nicht? Sonst können die Haare an den Seiten zu breit wirken. Das möchte ich lieber vermeiden. Ich würde nur lange, weiche Stufen schneiden. Gut. Möchten Sie vorne auch etwas verändern? Ich habe über einen Pony nachgedacht. Einen geraden Pony oder einen längeren Pony? Ein gerader Pony ist mir vielleicht zu riskant. Das sehe ich ähnlich. Würde ein langer Pony zu meinem Gesicht passen? Ja, ein seitlicher Pony würde gut passen. Wie kurz wäre er? Die kürzeste Stelle wäre ungefähr auf Höhe der Wangenknochen.
Kann ich ihn trotzdem hinter das Ohr stecken? Ja, nach ein paar Wochen auf jeden Fall. Und direkt nach dem Schnitt? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Ich trage meine Haare bei der Arbeit oft hinter den Ohren. Dann würde ich den Pony etwas länger lassen. Vielleicht bis zum Kinn? Ja, das wäre eine sichere Lösung. Ich möchte nicht jeden Morgen lange vor dem Spiegel stehen. Das müssen Sie mit diesem Schnitt nicht. Muss ich den Pony föhnen? Einmal kurz mit einer Rundbürste wäre gut. Ich habe keine Rundbürste. Sie können auch eine normale Bürste benutzen. Das ist besser. Möchten Sie die Haare gerade oder eher rund geschnitten? Was ist der Unterschied? Gerade wirkt klarer und etwas moderner. Eine runde Form wirkt weicher. Dann lieber weich und natürlich. Also eine leicht runde Linie mit langen Stufen. Genau. Soll die Länge noch bis über die Schultern gehen? Ja, unbedingt. Dann schneide ich wirklich nur ungefähr 3 Zentimeter ab. Können Sie mir vorher zeigen, wie viel das ist? Natürlich ungefähr so viel. Oh, das sieht doch nach mehr aus. Wir können auch zuerst nur 2 Zentimeter schneiden. Ja, lieber zuerst 2. Danach können wir immer noch etwas nachschneiden. Genau, länger machen geht später nicht mehr. Das stimmt leider. Meine Spitzen sind aber ziemlich trocken. Ja, an einigen Stellen sollten wir etwas mehr schneiden. Wie viel ungefähr? An den trockensten Stellen etwa 3 Zentimeter. Sieht die Länge danach ungleich aus? Nein, ich gleiche alles vorsichtig an. Gut, ich vertraue Ihnen. Möchten Sie auch eine Pflegebehandlung? Ist das nötig? Nicht unbedingt, aber Ihre Spitzen würden davon profitieren. Wie lange dauert das? Nur etwa 10 Minuten länger. Und was kostet es zusätzlich? 8 Euro. Okay, dann machen wir das. Möchten Sie die Haare danach glatt geföhnt haben? Nicht ganz glatt. Ich möchte sehen, wie der Schnitt natürlich fällt. Dann föhne ich sie locker mit etwas Bewegung. Perfekt. Also, wir schneiden die trockenen Spitzen, machen lange Stufen und vorne eine weiche Form bis zum Kinn. Ja, aber bitte nicht zu kurz. Keine Sorge, ich zeige Ihnen zwischendurch immer wieder die Länge. Das beruhigt mich. Dann beginnen wir jetzt mit dem Waschen. Sehr gern. Ist die Wassertemperatur angenehm? Ja, genau richtig. Sehr gut, dann kann es losgehen. Das Restaurant ist wirklich schön. Ja, und der Blick auf die Straße gefällt mir. Ich war noch nie hier. Ich auch nicht. Aber ein Kollege hat es empfohlen. Dann hatte dein Kollege eine gute Idee. Und ich hatte die beste Idee. Welche? Dich heute hierher einzuladen. Das war wirklich eine gute Idee. Alles Gute zu unserem 1. Jahrestag.
Alles Gute zu unserem 1. Jahrestag. Ein ganzes Jahr schon. Es fühlt sich gleichzeitig lang und kurz an. Genau das habe ich auch gedacht. Ich bin froh, dass wir heute zusammen feiern. Ich auch. Das Essen sieht sehr gut aus. Möchtest du zuerst mein Risotto probieren? Ja, aber nur ein bisschen. Hier, nimm meine Gabel. Oh, das ist wirklich lecker. Deine Nudeln sehen auch gut aus. Du darfst natürlich probieren. Nur eine kleine Portion. Du sagst immer klein und nimmst dann sehr viel. Das stimmt überhaupt nicht. Letzte Woche hast du die Hälfte von meinem Kuchen gegessen. Der Kuchen war sehr klein. Er war nicht klein. Na gut, vielleicht hatte ich großen Hunger. Du hast immer großen Hunger. Aber heute teile ich mein Dessert mit dir. Das merke ich mir. Bist du glücklich? Ja, sehr. Ich meine nicht nur heute. Ich weiß. Ja, ich bin sehr glücklich mit dir. Das wollte ich hören. Und du? Ich fühle mich sehr wohl mit dir. Nur wohl. Nein, nicht nur wohl. Ich bin glücklich, ruhig und manchmal ein bisschen verrückt. Besonders beim Fußball. Das gehört in München einfach dazu. Ich dachte, du meinst mich. Du machst mich auch manchmal verrückt. Das klingt nicht sehr romantisch. Aber ich meine es romantisch. Okay, dann glaube ich dir. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Natürlich. Du hast mich am Marienplatz nach dem Weg gefragt. Ich habe den Weg wirklich nicht gewusst. Du wohnst seit vielen Jahren in München. Ja, aber ich war an diesem Tag sehr müde. Du hast den Weg zum Viktualienmarkt gesucht. Vielleicht wollte ich nur mit dir sprechen? Jetzt sagst du das. Damals war ich zu nervös. Das hab ich gemerkt. War es so offensichtlich? Du hast 3-mal dieselbe Frage gestellt. Ich wollte sicher sein. Und dann bist du in die falsche Richtung gegangen. Weil ich nur an dich gedacht habe. Ich dachte, du verstehst mein Deutsch nicht. Dein Deutsch war gut. Nein, damals war ich noch sehr unsicher. Aber du hast trotzdem mit mir gesprochen. Du sahst freundlich aus. Nur freundlich? Auch ein bisschen verloren. Sehr romantisch. Dann hab ich dich bis zum Viktualienmarkt begleitet. Und dort haben wir zusammen Kaffee getrunken. Eigentlich wollte ich nur 5 Minuten bleiben. Am Ende waren es fast 2 Stunden. Wir hatten viel zu erzählen. Und wir haben beide unseren nächsten Termin verpasst. Mein Termin war nicht so wichtig. Meiner auch nicht. Hast du damals schon gedacht, dass wir ein Paar werden? Nicht sofort. Oh, wirklich? Nach ungefähr 10 Minuten. Das ist eine gute Antwort. Und du? Ich fand dich nett, aber ein bisschen chaotisch. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Nein, aber inzwischen mag ich dein Chaos. Und ich mag, dass du immer einen Plan hast. Nicht immer. Fast immer. Heute hatte ich keinen Plan. Heute musstest du auch keinen haben. Das fühlt sich gut an. Dann machen wir es im nächsten Jahr wieder so. Im nächsten Jahr feiern wir wieder hier? Vielleicht hier oder an einem neuen Ort in München. Solange wir zusammen sind, ist der Ort nicht so wichtig. Das war jetzt sehr romantisch. Manchmal kann ich das auch. Auf unser erstes gemeinsames Jahr. Und auf viele weitere Jahre. Prost. Prost. Guten Morgen, Frau Berger. Guten Morgen, Herr Klein. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Sie sind fast 40 Minuten zu spät. Ja, es tut mir wirklich leid. Was ist passiert? Mein Zug hatte eine große Verspätung. Wegen einer technischen Störung? Ja, zuerst gab es ein Problem mit einer Tür. Und dann? Dann mussten wir lange am Bahnhof warten. Gab es keine Informationen? Am Anfang leider nicht. Das ist natürlich unangenehm. Nach 10 Minuten kam eine Durchsage. Wie lange sollte die Verspätung dauern? Zuerst hieß es nur 10 Minuten. Aber es waren deutlich mehr. Ja, am Ende waren es fast 35 Minuten. Konnten Sie keinen anderen Zug nehmen? Ich habe es versucht. Und? Der nächste Zug war schon sehr voll. Ich konnte nicht mehr einsteigen. Oh, das klingt stressig. Ja, besonders wegen der Besprechung. Sie wussten, dass wir um 9 Uhr beginnen. Natürlich. Deshalb bin ich heute sogar früher losgefahren. Wann haben Sie den Zug genommen? Kurz nach 8 Uhr. Normalerweise reicht das. Ja, normalerweise bin ich um 8:45 hier. Haben Sie versucht, mich anzurufen? Ja, aber im Zug war das Netz sehr schlecht. Ich habe nur eine kurze Nachricht bekommen. Mehr konnte ich leider nicht senden. In der Nachricht stand nur Zugproblem, ich komme später. Ja, danach hatte ich gar kein Signal mehr. Gut, wenigstens haben Sie Bescheid gesagt. Ich wollte nicht, dass Sie denken, ich hätte den Termin vergessen. Das habe ich nicht gedacht. Trotzdem war es mir sehr unangenehm. Ich verstehe das. Haben Sie schon ohne mich angefangen? Ja, wir haben die ersten Punkte besprochen. Oh, das tut mir leid. Ihre Präsentation haben wir noch nicht begonnen. Zum Glück. Wir wollten Ihnen noch ein paar Minuten geben. Vielen Dank. Haben Sie alle Unterlagen dabei? Ja, alles ist vorbereitet. Auch die aktuellen Zahlen? Ja, ich habe sie gestern Abend noch geprüft. Sehr gut. Soll ich sofort in den Besprechungsraum kommen? Ja, aber atmen Sie erst einmal kurz durch. Danke, ich bin noch etwas außer Atem.
Sind Sie vom Bahnhof hierher gelaufen? Ja, die letzten 10 Minuten bin ich fast gerannt. Das war nicht nötig. Ich wollte nicht noch später kommen. Das verstehe ich, aber Ihre Sicherheit ist wichtiger. Sie haben recht. So etwas kann im Berufsverkehr passieren. Ich ärgere mich trotzdem darüber. Sie können nichts für eine technische Störung. Beim nächsten Mal nehme ich vielleicht einen noch früheren Zug. Das können Sie machen, aber heute war es einfach Pech. Danke, dass Sie so verständnisvoll sind. Solange Sie uns informieren, finden wir eine Lösung. Das mache ich auf jeden Fall. Brauchen Sie noch etwas für die Präsentation? Nur einen Moment für meinen Laptop. Der Beamer ist schon eingeschaltet. Perfekt. Die Kollegen warten im Besprechungsraum. Dann möchte ich Sie nicht länger warten lassen. Gut, wir gehen jetzt zusammen hinein. Noch einmal Entschuldigung für die Verspätung. Entschuldigung angenommen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Besprechung. Ja, ich bin bereit. Der Kuchen sieht richtig gut aus. Ja, ich konnte mich kaum entscheiden. Was hast du genommen? Ein Stück Käsekuchen und einen Cappuccino. Ich habe Apfelkuchen und einen Milchkaffee. Dein Apfelkuchen sieht auch lecker aus. Du darfst später probieren. Nur später. Na gut, jetzt auch. Danke, nur ein kleines Stück. Du sagst immer ja klein und nimmst dann die Hälfte. Das stimmt doch gar nicht. Letztes Mal war mein Kuchen plötzlich weg. Du hast zu langsam gegessen. Das ist keine gute Erklärung. Aber eine ehrliche. Wie läuft es eigentlich mit Jonas? Ganz gut, glaube ich. Das klingt nicht sehr überzeugt. Wir sehen uns im Moment nur selten. Wegen der Universität? Ja, ich habe gerade sehr viel zu tun. Und er arbeitet auch viel, oder? Genau. Und am Wochenende spielt er oft Fußball. Stört dich das? Ein bisschen. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Noch nicht richtig. Warum nicht? Ich will nicht zu anstrengend wirken. Du bist doch nicht anstrengend. Das sagst du als meine Freundin. Natürlich, aber ich meine es ehrlich. Vielleicht sollte ich wirklich mit ihm reden. Ganz ruhig und ohne Streit. Ja, einfach sagen, dass ich ihn vermisse. Genau, das ist doch etwas Schönes. Und wie läuft es bei dir und David? Im Moment sehr gut. Ihr seid jetzt schon länger zusammen. Fast 2 Jahre. Wow, die Zeit vergeht schnell. Ja, manchmal kommt es mir viel kürzer vor. Streitet ihr manchmal? Natürlich, aber meistens nur wegen Kleinigkeiten. Zum Beispiel? Er lässt ständig seine Tassen überall stehen. Das klingt wirklich schlimm. Sehr schlimm. Und was machst du dann? Ich stelle sie demonstrativ vor seine Zimmertür.
Das ist ein bisschen kindisch. Vielleicht, aber es funktioniert. Hat er sich verbessert? Ein bisschen. Dann ist ja noch Hoffnung da. Er unterstützt mich aber sehr mit der Universität. Das ist wichtig. Gestern hat er mir beim Lernen geholfen. Für welche Prüfung lernst du? Für Statistik. Oh nein, Statistik. Genau meine Reaktion. Wann ist die Prüfung? Nächsten Donnerstag. Bist du schon gut vorbereitet? Nicht wirklich. Wie viel musst du noch lernen? Sehr viel. Dann bist du heute hoffentlich nicht nur wegen des Kuchens hier. Doch, eigentlich schon. Sehr verantwortungsvoll. Ich brauchte eine Pause. Das verstehe ich. Und du, wie läuft dein Seminar? Besser als am Anfang. Ist der Professor immer noch so streng? Ja, aber ich verstehe jetzt, was er erwartet. Musst du auch eine Hausarbeit schreiben? Ja, ungefähr 15 Seiten. Hast du schon angefangen? Ich habe schon den Titel geschrieben. Sehr fleißig. Und ich habe 3 Bücher ausgeliehen. Hast du sie auch gelesen? 1 liegt auf meinem Schreibtisch. Das ist noch kein Lesen. Aber es ist der erste Schritt. Wann musst du die Arbeit abgeben? In 3 Wochen. Dann solltest du bald anfangen. Ja, Jonas sagt das auch ständig. Vielleicht will er nur helfen. Ich weiß, aber manchmal nervt es mich. Dann sag ihm das freundlich. Du hast heute für alles eine einfache Lösung. Nur für die Probleme von anderen. Und für deine eigenen? Da brauche ich Kaffee und Kuchen. Dann bestell lieber noch ein Stück. Nur wenn du diesmal nicht die Hälfte isst. Ich verspreche nichts.